Ich war vergangenen Herbst in Rom. Es war ziemlich cool. Dafür habe ich mir dann gleich im Winter gedacht, jo, haust du mal jetzt richtig rein und fährst in das nächstbeste, nämlich Athen. Athen ist eine wahrlich magische Stadt und dabei voller Kontraste. Wenn man durch die engen Gassen und über die weiten Promenaden schlendert, treffen Schmutz auf Eleganz, Lärm auf Ruhe und Dunkelheit auf Glanz und Glorie. Doch erklimmt man eine der zahlreichen Erhebungen, gibt es nur noch eines. Ein endloses Meer aus weißen Häusern, deren Dächer funkeln wie die Gischt und das sich in alle Himmelsrichtungen erstreckt. Schier endlos bis zum Horizont. Viele der Relikte vergangener Tage in Athen bedürfen viel Fantasie. Die Agora zum Beispiel, das antike Stadtzentrum, in dem das tägliche Leben mit all seinen Facetten stattfand, ist heute nur noch ein Trümmerfeld. Ein unfassbar schönes Trümmerfeld, aber ohne die Beschilderung ist es schwer, sich in diesen Ort so sehr hineinzuversetzen, wie zum Beispiel in das Forum Romanum in Rom. Umso beeindruckender waren die Gebäude, die nach all der Zeit noch stehen. Der Hephaistos-Tempel, in dem der Schmied der Götter verehrt wurde, oder die Agioi Apostoloi Solaki, die vermutlich niedlichste Kirche der Welt. Neben ihr verbrachte ich einen ganzen Vormittag, ließ mir die Sonne ins Gesicht fallen und spürte die Vergangenheit unter meinen Füßen. Antiken Stadtzentrum, bevor die Römer hier waren. Das ist echt schön. Von dort aus entdeckte ich etwas, das seltsamerweise nicht auf meinem Plan stand: den Areopagus. Ein Hügel neben der Akropolis, auf dem einst Gerichtsverhandlungen abgehalten wurden. Übrig ist davon heute nur noch die rutschigste Felsenkuppe aller Zeiten und der zweitbeste Ausblick meiner Reise. Besonders beliebt sind die athenischen Hügel bei Sonnenauf- und Untergang, wo sich Massen an Menschen von überall vereinen, um sich von der Schönheit der Natur verzaubern zu lassen. Dieses Glück hatte ich leider nicht, aber ich war bei Nacht dort und werde die pure Magie des endlos weit schimmernden Lichtermeers so schnell nicht vergessen. Und während ich sehnsüchtig die Akropolis betrachtete, fiel mir auf, dass bei weitem nicht so viel los war wie erwartet. Bei allem, was ich bisher jetzt aber so erlebt habe, habe ich mega Glück, was die Besucherzahlen und das Andrängen angeht. Den Einreiseführern immer, boah, voll, geh immer nur in den ersten beiden und den letzten beiden Stunden des Tages überhaupt irgendwo hin. Ich hatte nicht eine einzige Schlange, ich musste nirgendwo anstehen, nicht mal eine Sekunde. Ich hatte wohl Glück. Ich wollte eigentlich morgen früh erst auf die Akropolis und es ist dann doch spontan heute Mittag geworden. Mittag. Und es war auch ziemlich voll, aber völlig in Ordnung. Und jetzt wird's leer. Und es ist gerade mal, ich glaube, irgendwie 1:30 oder so. Spätestens auf der Akropolis fühlt man sich plötzlich winzig klein. Die erste Version dieser Tempelanlage wurde vor über 5000 Jahren errichtet. Und die heute noch steht, ist 2500 Jahre alt. Dabei war sie immer wieder Ziel für Zerstörungen während Belagerungen und Kriegen. Als die Römer kamen, nahmen sie die überwältigende Statue der Athener Promachos mit, woraufhin sie verschwand. Und die Osmanen zerbombten im 17. Jahrhundert das Parthenon, dessen Reparaturen bis heute andauern. Auch der Rundgang um die Abhänge zeigt einem tiefe Einblicke in die Vergangenheit der Stadt. Mit 2 Theatern, einer Bronzeschmiede und etwa dem Tempel der Asklepios und der Hygienier, die in diesen Tagen einen besonderen Segen spendeten. Herzlich willkommen zu Dummsein mit Tai. Ich komme gerade von der Akropolis runter, bin schon einmal die Slopes im Kreis rumgegangen und dachte, dass es dort einen Abstieg nach Plaka gäbe zum Museum. Stellt sich raus, gibt es nicht. Das heißt, ich bin nicht nur wie eigentlich geplant die halben Slopes nochmal rumgegangen. Nein, ich werde fast die ganzen nochmal gehen müssen, weil ich jetzt zum richtigen Exit muss. Und danach muss ich nochmal komplett um die Akropolis rum, um nach Plaka zu kommen. Aber so ist es immerhin Aktivurlaub.
So, ich habe jetzt mein Exit gefunden. Zumindest den Weg zum Exit. Das kann immer noch eine ganze Weile dauern, bis ich tatsächlich da bin. Wenn das hier zu dem Weg führt, den ich die ganze Zeit parallel unter mir beobachtet habe, dann wird es jetzt noch ein ganzes Stück sein. Auf nach Plaka. Stellt sich raus, dass selbst dieser ausgeschilderte Exit nicht offen ist. Dickes Vorhängeschloss. Heißt dann für mich noch mal ganz außen rum. In Plaka noch ein paar Souvenirs eingesteckt und eine sehr gute Pizza in einer sehr miesen Pizzeria verspeist, machte ich mich auf ins moderne Athen. Genauer zum Syntagmaplatz. Hinter der Treppe verbirgt sich das griechische Parlament. Und obwohl der Platz mit seinem hübschen Brunnen 2 Millionen Mal kleiner ist als jeder Parkplatz in Hamburg, scheint er seiner Bedeutung als zentraler Stadtplatz wunderbar nachzukommen. By the way, wenn irgendwer eine Ahnung hat, wer diese coolen Leute sind, sagt mir bitte Bescheid. Ich habe ihnen eine Stunde zugehört und 5 Euro in den Pott geworfen, aber keine Gelegenheit gehabt zu fragen. Lustige Soldaten, hohe Palmen und das Olympiastadion. Jedoch sind wir für die Antike hier. Behold, Kerameikos. Was klingt wie eine Tonfigur von Pyrrhanikos, ist in Wahrheit das antike Töpferviertel, in dem sich der antike Friedhof befindet. Es herrscht schon eine ganz besondere Stimmung in diesem Ausgrabungsgebiet, wenn man zwischen alten Familiengräbern hindurchgeht, die heilige Straße überquert und in einem Tal aus leuchtenden Mohnblumen Schildkröten beobachtet. Nirgends leben von dieser Art übrigens so viele wie hier. Perfekter Ort also für ein ausgiebiges Picknick. Die Agia Triada hier steht dem kleinen Kirchlein in der Agora übrigens in nichts nach. Der Toten gedacht, geht es nun entspannt und gestärkt auf Wanderung. Durch Monastiraki führt ein irrwitzig steiler, aber wunderschöner Weg auf den Philopappos-Hügel. Ich wollte schon immer mal nach Griechenland, um zu wandern. Ich bin jetzt auf dem Philopappos-Hügel, aber es ist bisher schon das Hiking-mäßigste, was man hier haben kann, schätze ich mal. Auf jeden Fall viel mehr, als ich mir vorgestellt habe. Mit einem Aufstieg über die steilste Straße der Welt, vermutlich Ortreneon. Und wo ich gerade die ganze Zeit hingeguckt habe, diesem Hügel, was auch immer das ist, da will ich auch noch mal hin. Und der sich endlos erstreckenden Stadt. Na, dann hike ich mal ein bisschen. Das Wetter ist auf jeden Fall schön. Die Wolken ziehen gerade ein bisschen zu. Aber mal schauen. Ich bin auf alle Wetterlagen vorbereitet. Hier auf der Pnyx fanden übrigens einmal Volksversammlungen statt. Und der Reformator Kleisthenes sorgte für das Entstehen der modernen Demokratie. Es ist heute weniger politisch, aber man kann immer noch hervorragend sitzen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür das Philopappos-Monument da ist. Aber es ist nicht nur wunderschön, wie es majestätisch über der Stadt thront. Von dort aus hatte ich auch den mit Abstand atemberaubendsten Ausblick meiner Reise. Mit dem Hafen Piräus in der Ferne wird einem die unglaubliche Größe dieser Stadt abermals klar. Doch so gerne ich für Stunden hier oben geblieben wäre, musste ich meinen Ausflug vorzeitig abbrechen, denn bedrohliche dunkle Wolken zogen auf. Die Angst war zu groß, Zeus verärgert zu haben und nun mit Blitzen beworfen zu werden. Meine Blitzablenkskills sind über die Jahre ein wenig eingerostet. Aber der Rückweg war mindestens genauso beeindruckend wie der Hinweg. Ich war 2 volle Tage in Athen und hatte die Aufgabe, das Beste daraus zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir gelungen ist. Neben einigen Enttäuschungen wurde ich wieder und wieder vor Gefühle von Unendlichkeit gestellt, durfte Kulturerzeugnisse betrachten, die ich nur aus Sagen kannte, und erlebte eine Stadt voller Charakter. Athen ist antik, Athen ist modern und Athen ist alles dazwischen.
wenn man nur einmal stehen bleibt und dem leisen Flüstern der Vergangenheit lauscht, hört man sie atmen. Vielen Dank, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet habt. Ich war tatsächlich alleine dort und obwohl ich erst etwas Angst hatte, wüsste ich im Nachhinein nicht, was hätte schiefgehen sollen. Die Freiheit war schön und ich bereue nicht, gefahren zu sein. Aber diese magischen Momente, die ich dort hatte, hätte ich liebend gerne mit irgendwem teilen können. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, nehmt euch einen treuen Gefährten mit. Bis dahin, euer Tai. Jetzt komme ich in die Hölle.